Das ist etwas, was ich gerne selber hätte. Der persönliche Wohnstil ist frei nach Arnold Schwarzenegger, Stay Hungry. Das heißt, ich wohne sehr skizzenhaft. Wenn man sich mit den Hotels und der Geschichte der Hotels beschäftigt, fällt einem auf, dass es einen Bruch gibt nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis dorthin waren die Häuser Repräsentanten der Stadt, die man besucht hat. Danach waren sie Vorposten für Handelsreisende aus der USA. Und da hat sich so etwas eingeschlichen, dass Hotels so verstanden wurde, dass sie international globalisiert reagieren müssen auf Bedürfnisse der Kunden. Das bedeutet, alle Hotels haben sich angeglichen an die amerikanischen Standards, die eigentlich nichts anderes geschaffen haben als Heimat für ihre Geschäftsreisenden, damit die dann in der Fremde am Abend sich wohlfühlen. Und dieses Hotel ist ein Hotelformat, das mir sehr gut gefällt, weil es aus Wien heraus entwickelt wird, auf Vielfalt beruht und die Qualitäten dieser Stadt wiederum in den Vordergrund bringt, ohne dass es jetzt an einem Standort ist, der vor sich eine Sehenswürdigkeit hat. Im Gegenteil, das Hotel selbst ist eine Sehenswürdigkeit. Der Gast soll sich natürlich sehr cozy fühlen. Der soll reinkommen und er weiß, dass er, wenn er die Tür hinter sich zumacht, schaut er wieder hinaus in die Welt. Er kommt aus der Stadt und ist connected mit der Stadt. Ich finde, Gäste, die das Gesamterlebnis Hotel Altstadt buchen, würden sich sicher wohlfühlen. Die Materialien sind Stoffe entworfen von Herzog de Meuron für Quadrat, die eigentlich sehr, sehr angenehme haptische Qualität haben und auch akustisch etwas können. Wir haben die Wand mit den Griffen, die sozusagen Dusche und Waschmöglichkeiten und Schrank und in einer Wand verbirgt. Eine intelligente Wand, die in sich lichtdurchlässig ist. Das heißt, hinter der Stoffschicht ist alles verglast und das Licht kann quer durchfließen. Wir haben einen schönen Raum, den ich eigentlich sehr mag, aufgrund seiner Proportion. Das ist eigentlich eine der Qualitäten, die Wien hat aus dieser vergangenen Zeit, dass Raumhöhen zur Verfügung stehen, die auch einem Luft zum Atmen geben und dadurch auch durch große Fenster genügend Licht eintreten lassen, obwohl man in einer eigentlich schmalen Gasse ist. Aber ich glaube, dass man gerne rausschaut, weil man eben Wien erleben kann. Dieses schöne Fenster, das sehr proportioniert ist und sehr schön geschnitten, im Zusammenhang mit der Raumdimension, ist schon ein Repräsentant von Wien. Das ist schon so wienerisch, dass man einmal kommt rein und weiß, die Stadt ist das Thema. Und dass wir vom Bett aus in die Stadt hinausschauen. Dass wir nicht vom Bett aus ins Zimmer schauen, sondern dass wir das Gefühl haben, so ähnlich wie im Hitchcock-Fenster zum Hof, dass wir liegen und einfach hinausschauen können. Wenn man alles in der Wand unterbringt, hat man natürlich verschiedenste Tiefen, die man benötigt. Und um genügend Raum freizulassen für das Bett, schwingt die Wand von der Dusche zurück auf die Waschtischtiefe. Sonst hätte es gerade durchgehen können, aber das war mir eigentlich dann eine Spur zu eng für den Restraum und deswegen gibt es einfach diesen eleganten Schwung, der, würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen eine körperhafte Komponente reinbringt. So ein bisschen sexy darf das Zimmer ja sein. Dieses Öffnen von Türen ist ein bewusster Akt und wenn wir zurückschauen, in älteren Gebäuden sind auch die Griffe höher gesetzt, damit man ganz bewusst eine Tür öffnet und das ist dasselbe hier, die Idee. Erstens ist es sichtbar, zweitens ist es unüblich, etwas, woran man sich erinnert und eine positive Erinnerung ist die Idee und ein bewusstes Umgehen mit der Einrichtung. Das Bett steht ja, nachdem es mitten im Raum steht, ist es ja quasi das Universalaufenthaltserlebnis und soll noch mehr
dazu einladen, sich darauf aufzuhalten und den Tag auch untertags, den Tag zu verbringen, als vielleicht in anderen Situationen, weil wir auch zu wenig Platz hatten für ein weiteres Sofa etc., muss das Bett und die Hocker, die dann auch Tische sein können, Nachkastelhocker, das erledigen. Und das ist eigentlich für mich sehr schön, weil es ist im Zentrum des Raums und der restliche Raum war eigentlich nur Stoff oder Wand. Und im Bett waren die Projektionen, alles kommt vom Bett und wird vom Bett aus erlebt. Im ersten Ansatz, im ersten Entwurf gab es so, dass sogar die Projektion vom Bett aus stattfindet. In alle Richtungen, das haben wir reduziert. Die technischen Komplexitäten waren einfach unlösbar. Man muss es vereinfachen, sodass wir jetzt eigentlich, wenn ich das Zimmer betrete, eine Sitzbank, die quasi ein TV, Tagesinformation etc. Anbietet mit dem TV-Gerät und das Bett selber, das dann das große Kino bringt. Dann wollte ich einfach weg von diesem Bett an der Wand Situation, die einfach so ein absoluter Standard ist. Und der Bruch von diesen gleichgeschalteten amerikanischen Hotelerlebnissen, die alle Ketten verfolgen, ist mir eigentlich eine Freude, wenn man dann wieder in einen Raum kommt, der einfach irgendwie anders ist. Und hier sind alle so in diesem Hotel. Und dieses hier versucht einfach, dem Bett einen anderen Stellenwert zu geben. Das ist wie ein Fahrzeug, mit dem man auch weiterfahren kann, bis zur Adria.